Wenn sie rosten, ab in den Osten. 1990 gab es für viele DDR-Bürger kaum etwas Wichtigeres, als in den Besitz eines Westautos zu gelangen. Der Trabant wurde für eine symbolische Mark verkauft, teils einfach nur verschrottet. Doch die Gebrauchten aus dem Westen waren nicht selten überteuert und oftmals schrottreif. Was uns nach der Wende bewegte. Folge 1, Opel Rekord. Wir stehen vor einem Opel Rekord aus dem Jahr 84. Es ist ein Rekord E2. Die Modellpflege von dem Rekord E, damals geschuldet der fehlenden Aerodynamik. Man sieht vorne, dass der wesentlich runter ist als der Vorgänger oder das Vorgängermodell. Ja, das ist die Top-Ausstattung. Das ist der Opel Rekord CD mit dem damals im Vor-Facelift höchsten Motor. Es ist ein 2 Liter Einspritzer. Später wurde der ersetzt durch einen 2,2 Liter Einspritzer mit 115 PS und das ist aber 110 PS. Er hat die J-Jetronic, glaube ich, zu 95% drin. Es war nicht die KI-Jetronic. Die ist ein bisschen störanfällig, aber es funktioniert. Die CD-Ausstattung wirkt heute sehr karg, war damals aber 4.000 Mark Aufpreis. Im Kaufvertrag ist es zu sehen und die 4.000 Mark ins Verhältnis zu setzen. Das Auto kam im Grundpreis 15.000 Mark. Das beinhaltet die Veloursitze, ein Lederlenkrad, elektrische Außenspiegel. Das ist die CD-Ausstattung. Von außen erkennt man die CD-Ausstattung ging nur über kurze Zeit, vorne an dem Streifen überhalb des Kühlergrills auf der Motorhaube. Das wissen wenige. Auf einem Gebrauchtwagenmarkt in Frankfurt am Main entdeckten Martin und sein Vater im Frühsommer 1990 dann ihr Traumauto. Das Gefährt war erst 4 Jahre alt, stand gut da und sollte noch 8.600 D-Mark kosten. Die beiden waren nach einer Probefahrt begeistert. Es soll ja in dieser Folge um das erste Westauto gehen. Ich war zur Wende viel zu jung. 1990 war ich 10 Jahre alt. Und bis dahin war das schönste Auto für mich der Lada 1300, Lada 1500. Ist es auch heute noch. Und dann kam das Auto. Dieses Auto hat mein Vati 1990 gekauft in Frankfurt am Main beim Autohaus Opel Schnabel Seligenstadt. So tief in den Westen ist er damals gefahren, auf Empfehlung eines Freundes, das Auto zu kaufen. Es war nicht sicher, dass es ein Opel wird. Es war nicht sicher, dass es ein Opel Rekord wird. Mein Vati war Fan der großen Volvos, der 244er oder Volvo 67, 47. Das hat mein Vati gefallen. Aber dieses Fahrzeug hat einen Freund gehabt und deswegen wurde es auch so einer. Wir waren in einer riesen Gebrauchtwagenhalle. Ich bin mitgefahren mit 10 Jahren. Wir waren in einer riesen Gebrauchtwagenhalle und da standen die Autos aufgereiht. In meiner Erinnerung zu Hunderten. Der Opel Rekord war damals 90, 4 Jahre alt. Wir hatten den 2,2, den großen Motor, 4 Jahre alt. Damals top in Schuss. Er wurde geliebt in der Familie, auch wenn wir den nur 1 Jahr lang hatten. Das war quasi das kürzeste Auto, was unsere Familie begleitet hat, aber das mich am meisten prägendste Auto. So dass ich den wieder haben wollte, das stand fest. Und vor 4 Jahren, quasi 30 Jahre später, habe ich ihn mir nochmal neu gekauft. Beziehungsweise neu gekauft, also in dem Zustand gekauft, gebraucht gekauft. Ganz Großes. Ich konnte wahrscheinlich noch nicht unterscheiden Westauto, Ostauto. Es war was anderes. Wie ich schon sagte, ich mochte die Ladas. Es war eine komplett fremde Silhouette. Und damals war ja auch in Ford Fiesta genauso viel Westauto wie ein Opel Senator oder der Opel
Rekord oder ein großer Mercedes. Die Unterschiede sind ja später gekommen. Damals war alles ein Westauto. Ja, da fühlte sich wahrscheinlich alles gleich an, aber tatsächlich ist der Geruch eines Westautos komplett anders als der in einem Lada oder einem Trabant oder einem klassischen Ostauto. Ja, in 10 Jahren war es wirklich was Besonderes. Für mich was Besonderes mitzufahren. Ich konnte es nicht so einschätzen, wie es mein Vati vielleicht wahrgenommen hat, der damals ein paar Jahre jünger war, als ich jetzt bin. Er war 34 zur Wende. Ich bin 44. Aber ich kann es ungefähr jetzt mit dem Abstand nachempfinden, wie er sich gefühlt haben muss. Also wenn du jetzt so ein Auto fährst, das fühlt sich für dich entschleunigend an sozusagen? Oder wie kann man das? Auf jeden Fall. Also das ist einfach nur die Erinnerung an die, in Anführungszeichen, oder für mich, gute alte Zeit, ohne da irgendwas zu verklären. Hätte mein Vater sich damals tatsächlich einen Volvo gekauft, dann hätte ich jetzt einen Volvo. Oder hätte er sich damals einen Ford Scorpio gekauft, dann hätte ich einen Ford Scorpio. Das war nicht die Liebe zu dem Opel Rekord. Die Liebe zu dem Opel Rekord ist die Brücke zu der Zeit, die wir früher oder die ich früher erlebt hatte. Ja. Okay, Subi. Hier sind wir jetzt vor dem Auto oder im Auto. Und das ist auch der Punkt, dass das Auto, als ich es mir kaufte, in einem ähnlichen Zustand war wie das meines Vaters, was auch der Grund war, warum er uns nach einem Jahr wieder verließ. Hier vorne war alles vom Rost zerfressen. Das ist leider bei jedem Opel oder bei fast jedem Opel aus der Zeit das Problem gewesen. Fehlende Rathausschalen, fehlender Rostschutz, dass der unrettbar verloren war. Hier wurde wirklich viel Zeit und Geld investiert, um den Zustand dementsprechend wiederherzustellen. Im März 1983 wurde das neue Topmodell Rekord CD eingeführt, den wir hier sehen. Er basiert auf dem Rekord Berliner mit einem 2,0 Liter Motor. Erkennbar ist er an einer Aluminium-Zierleiste an der Motorhaube, Schwellerverkleidungen und neuen vollflächigen Radkappen. Das Auto hat einen Bordcomputer. Im Normalfall hat er hier eine analoge Uhr, die haben wir ja gar nicht. Wenn er kein Drehzahlmesser hat, war die analoge Uhr hier, hinter wo der Drehzahlmesser ist. Und hier war einfach ein schwarzes Plastikfach. In der CD-Ausstattung war der Bordcomputer mit drin, der beinhaltet für damals sehr fortschrittliche Anzeigen der Durchschnittsverbrauch. Das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Reichweite, die Restreichweite. Das ist die Zeit, zählt. Also ich kann jetzt stoppen, wie lange ich von hier bis an die Ostsee brauche oder an den Plattensee, und die Außentemperaturanzeige, die jetzt nicht ganz stimmt, weil der Sensor ab ist. Weiter haben wir noch, was die wenigsten Autos heute haben, ein Voltmeter, was mir über die Spannung der Batterie Auskunft gibt. Wenn ich den Blinker einschalte, siehst du den Voltmeter arbeiten. Wassertemperatur ganz klar, der Kilometerzähler in 2.500 Kilometern habe ich wieder ein Auto mit 0 Kilometern. Dann habe ich wieder einen Neuwagen. Öldruck habe ich noch die Anzeige rechts oben. Ja, und die Tankanzeige, ganz klassisch. Bei dem Auto immer gut voll sein sollte. Obwohl der Verbrauch jetzt steht 11,5 auf dem Bordcomputer. Das ist die Kurzstrecke jetzt in der Stadt. Im Normalfall fahre ich den entspannt mit 9 Liter. 8 bis 9 Liter. Schätzungen zufolge wurden im ersten Halbjahr 1990 etwa 80.000 zumeist altersschwache Karossen in den Osten transportiert. Im Westen wäre die Mehrzahl von ihnen nicht mehr durch den TÜV gekommen. In der DDR kontrollierte aber niemand den technischen Zustand der importierten Gebrauchtwagen und so nahm alles seinen Lauf. Wie immer hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und bedanke mich bei allen Unterstützern, vor allen Dingen bei den Kanalmitgliedern. Ihr seid einfach klasse. Bis bald, euer Jan.